Holy. Whoa. Holy. I see a tunnel on the hillside above you. Satellite. There's a light over there. Look. That looks like a person. Are you serious? What the is that? Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Jedes Jahr behaupten Hunderte, sie hätten Bigfoot gesehen. Verschwommene Fotos, unheimliches Heulen in der Nacht, riesige Fußabdrücke tief in der Wildnis. Die meisten Menschen lachen darüber. Nur Geschichten, nur Mythen, aber nicht dieses Mal. Dieses Team ging in den Wald, um Schatten zu jagen, entschlossen, die Wahrheit herauszufinden. Was sie fanden, waren nicht nur Beweise, es war ein erwachender Albtraum. Als sie tiefer in den Wald vordrangen, frischen Spuren und seltsamen Störungen folgten, wurde es erschreckend klar, etwas Gewaltiges beobachtete sie. Sie wollten Bigfoot finden. Aber was geschah dann? Der Mann, der zu nahe kam. Es sollte ein typischer Nachmittag im Wald werden. Aber was Doug Teague an diesem Tag erlebte, würde selbst die hartgesottensten Skeptiker alles in Frage stellen lassen, was sie zu wissen glaubten. Im August 2019 machte sich Doug Teague tief in der stillen Wildnis von North Carolina mit nichts weiter als seinem Hund Daisy und dem Auftrag auf dem Weg, die Überwachungskameras zu überprüfen, die er Tage zuvor aufgestellt hatte. Doch als er tiefer in den Wald vordrang, legte sich eine seltsame Stille über die Landschaft. Das übliche Vogel- und Insektengezwitscher hörte einfach auf. Die Luft selbst fühlte sich schwerer an. Jeder, der Zeit im Wald verbringt, weiß, wenn der Wald still wird, stimmt etwas nicht. Und dann ein Klopfen. Scharf, gemessen, beabsichtigt. Es war nicht das zufällige Knacken von Ästen oder das mechanische Schlagen eines Spechts. Es war rhythmisch, absichtlich, als ob jemand oder etwas ein Zeichen geben würde. Augenblicke später sah Doug es. Eine hoch aufragende, fellbedeckte Gestalt stand still zwischen den Bäumen. Ihre Größe war schwindelerregend, breite Schultern, dicke Gliedmaßen, aufrechte Körperhaltung. Es war kein Bär. Es war kein Mann in einem Anzug. Es war etwas anderes, etwas Ursprüngliches, uralt und sehr real. Bevor Doug verarbeiten konnte, was er sah, begannen Steine zu fliegen, mit Wucht geworfen, aber nicht mit der Absicht, ihn zu verletzen. Sie landeten in seiner Nähe, präzise genug, um eine klare Botschaft zu senden. Verschwinde. Die meisten Menschen wären geflüchtet, aber Doug blieb standhaft. Sein Herz raste, die Kamera lief. Die Aufnahmen, die er gemacht hat, sind alles andere als perfekt. Sie sind verwackelt, chaotisch und mit dem Geräusch seines eigenen panischen Atems unterlegt. Aber es ist unverfälscht, authentisch. Und was noch wichtiger ist, unerklärlich. Es gibt keinen Hinweis auf CGI, keine Anzeichen von Inszenierung. Nur ein Mann, der aufnahm, was er wirklich für den überzeugendsten Bigfoot-Beweis seit Jahren hielt. Immer noch nicht überzeugt? Was Doug Vorfand, als er Tage später zurückkehrte, fügte dem Rätsel eine weitere Schicht hinzu. Massive Fußabdrücke, tief in den Boden eingegraben. Viel zu groß, um zu irgendeinem bekannten Tier in dieser Region zu gehören. Doug machte nicht nur Fotos, sondern fertigte Abdrücke an. Greifbare, physische Abdrücke, die selbst die hartnäckigsten Skeptiker nicht einfach ignorieren konnten. Aber natürlich versuchten sie es. Kritiker beeilten sich, das Video abzutun und nannten es einen falsch identifizierten Bären oder einen ausgeklügelten Scherz. Andere wiederum, vor allem die Kryptidenforscher, bezeichneten es als die überzeugendste Bigfoot-Begegnung des Jahrzehnts. Und hier werden die Dinge noch merkwürdiger. Dougs Erfahrung ist kein Einzelfall. Im Jahr 2020 berichtete ein einsamer Wanderer in der abgelegenen San Gabriel-Wildnis in Kalifornien, dass er eine ähnliche Gestalt sah, die regungslos zwischen zwei Bäumen stand und sie beobachtete. Keine Geräusche, keine Bewegung, nur Präsenz. Im Jahr 2018 sah ein anderer Wanderer in den San Bernardino Mountains etwas in einem Baum hocken. Ein Schatten, der zu groß und zu still war, bis er sich bewegte. Er lief weg. 3 verschiedene Begegnungen, 3 verschiedene Jahre, 3 verschiedene Orte, aber unheimlich ähnliche Details. Die Stille vor der Sichtung, das Gefühl, beobachtet zu werden, die immense Größe und die Intelligenz in seinem Verhalten. Zufall? Massenhistory? Oder könnte es etwas mehr sein? Einige Forscher glauben, dass es sich bei diesen Kreaturen um hochintelligente, zurückgezogen lebende Primaten handeln könnte.
die zu strategischem Verhalten fähig sind und Straßen, Kameras und bewohnte Gebiete meiden. Andere schlagen kontroversere Ideen vor, dass diese Wesen interdimensional sind und in der Lage sind, in unsere Realität ein- und auszutreten, was das Fehlen je gefundener Knochen oder Körper erklären würde. Es gibt sogar Spekulationen von Randtheoretikern, die eine Verbindung zu alten, längst ausgestorben geglaubten Hominiden vermuten. Skeptiker argumentieren, dass Augenzeugen das, was sie sehen, einfach falsch interpretieren, aufrechtgehende Bären, Schatten, die müden Gemütern einen Streich spielen. Aber wie viele Fehlinterpretationen braucht es, bis wir anfangen, echte Fragen zu stellen? Ducks Geschichte wird bis heute in Foren, Podcasts und Dokumentarfilmen diskutiert, nicht nur wegen dem, was er gesehen hat, sondern auch wegen dem, was sie repräsentiert. Eine wachsende Zahl von Begegnungen, die nicht mehr in die Kategorie Schwindel passen. Und vielleicht, nur vielleicht, haben wir das Geheimnis von Bigfoot die ganze Zeit über falsch betrachtet. Spurlos verschwinden. Jahrzehntelang haben die Menschen nach Beweisen für Bigfoot gesucht. Aber manchmal sind die erschreckendsten Entdeckungen nicht Fußabdrücke oder verschwommene Fotos. Es sind diejenigen, die überhaupt keine Spuren hinterlassen. Im Jahr 2019 war ein Mann tief in den Wäldern von Oregon allein zum Zelten unterwegs. Er war ein erfahrener Naturliebhaber, der mit jedem Geräusch in der Wildnis vertraut war. Doch in dieser Nacht war etwas anders. Eine seltsame Stille legte sich über den Wald, gefolgt von einem tiefen, gutturauen Knurren, das keinem bekannten Tier zuzuordnen war. Der Mann griff nach seiner Taschenlampe und suchte die Bäume ab. In diesem Moment sah er sie. 2 riesige, glühende Augen, die sich in der Dunkelheit spiegelten. Er hatte kaum Zeit zu reagieren, bevor eine gewaltige Kraft sein ganzes Zelt erschütterte. Er schnappte sich sein Handy und schaffte es gerade noch, ein paar Sekunden schweres Atmen und tiefe, kehlige Geräusche aufzunehmen, bevor alles schwarz wurde. Am nächsten Morgen war sein Lager zerstört, das Zelt zerfetzt, die Vorräte verstreut. Aber das beunruhigendste Detail? Es gab keine Fußabdrücke, nichts, was erklären könnte, was passiert war. Es war nicht das erste Mal, dass jemand ohne eine logische Erklärung verschwand. In ganz Nordamerika haben Wanderer und Jäger von unheimlichen Begegnungen, unerklärlichen Geräuschen und in einigen Fällen vom spurlosen Verschwinden von Menschen berichtet. Manche glauben, dass diese Fälle mit einem schwer fassbaren Raubtier in Verbindung stehen könnten, das intelligent genug ist, um sich zu verstecken, und gefährlich genug, um seine eigenen Spuren zu verwischen. Und dann gibt es noch die Fälle, in denen Bigfoot nicht nur zuschaut, sondern angreift. Die seltsamste Suche. Im Jahr 2021 nahm der britische Bigfoot-Forscher Lee Brickley Cannock Chase ins Visier. Ein dichtes, nebliges Waldgebiet in Staffordshire, über das in der lokalen Folklore lange geflüstert wurde. Cannock Chase ist bekannt für seine seltsamen Geschichten und unerklärlichen Vorkommnisse und hat Generationen von Einheimischen und Abenteurern gleichermaßen fasziniert. Aber Lee war nicht auf der Jagd nach Geistergeschichten. Er war auf der Suche nach etwas viel Greifbarerem. Während einer seiner Solo-Expeditionen stieß Lee auf ungewöhnlich große Fußabdrücke. Jeder einzelne war erstaunliche 41 Zentimeter lang. Die Abdrücke übertrafen bei weitem die Größe eines menschlichen Fußes. Und da es in der Region kein bekanntes Tier gab, das sie hätte nachahmen können, lösten sie eine Welle von Fragen aus. Handelte es sich um einen ausgeklügelten Scherz? Eine Verwechslung? Oder könnten es Hinweise auf eine Kreatur sein, die sich der modernen Wissenschaft bisher entzogen hatte? Aus Neugierde kehrte Lee einen Monat später an den Fundort zurück und fand dort etwas noch Rätselhafteres. Diesmal waren es keine Fußabdrücke, sondern Anzeichen einer Störung der natürlichen Ordnung des Waldes. Irgendetwas war hier vorbeigegangen und hatte mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Die Entdeckung sorgte für Aufsehen, aber nicht jeder war überzeugt. Skeptiker wie Haley Stevens, eine Forscherin für paranormale Phänomene, schlugen fundiertere Erklärungen vor. Die Abdrücke könnten von Menschen verursacht worden sein. Oder die Schäden an den Bäumen in der Nähe könnten einfach das Ergebnis der örtlichen Wildtiere während der Paarungszeit sein. Und dann war da noch Graham Phillips, ein Autor, der zugab, für eine Dokumentarfilmparodie einmal ein Affenkostüm im Wald angezogen zu haben, was dem ohnehin schon schlechten Ruf von Cannock Chase möglicherweise noch mehr Nahrung gab. Aber das Geheimnis geht viel tiefer als die jüngsten Sichtungen.
Cannock Chase ist seit über einem Jahrhundert ein Hotspot für seltsame Begegnungen. Von Berichten über mysteriöse Gestalten, die sich zwischen den Bäumen bewegen, bis hin zu Legenden über schwarzäugige Kinder, gespenstische Hunde und sogar Werwolf-ähnliche Kreaturen. Dieser Wald ist zu einem Magneten für Mythen geworden, die nicht verblassen wollen. Ob diese Geschichten nun auf Folklore, psychologische Suggestion oder auf etwas zurückzuführen sind, das die Wissenschaft noch nicht erklären kann. Eines ist klar, die Geschichten werden nicht verschwinden. Lee Brickley begnügt sich jedoch nicht mit bloßen Erzählungen. Seit 2019 sammelt er systematisch Augenzeugenberichte, Fotos und sogar mögliche biologische Proben, um der Wahrheit näher zu kommen. Sein Buch On the Hunt for the British Bigfoot, Keeping the Mystery Alive dokumentiert seine Erkenntnisse und bietet einen tiefen Einblick in eines der hartnäckigsten ungelösten Rätsel Großbritanniens. Was das Ganze so faszinierend macht, ist nicht nur die Frage, ob eine solche Kreatur existiert, sondern auch, warum diese Legenden über Kontinente und Kulturen hinweg von Generation zu Generation weiterleben. Warum berichten so viele Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt von unheimlich ähnlichen Sichtungen? Ist es die kollektive Vorstellungskraft oder ist etwas Universelleres im Spiel? Eines ist sicher, Cannock Chase ist bei weitem nicht der einzige Ort, an dem solche Geschichten erzählt werden. Und solange die Menschen das Unerklärliche sehen, wird die Suche weitergehen. Nicht aus Angst, sondern aus Neugier auf das, was da draußen hinter den Bäumen verborgen sein könnte. Die gefrorenen Geheimnisse des Everest. Lange bevor moderne Bigfoot-Sichtungen Schlagzeilen machten, wurde hoch oben im Himalaya eine noch seltsamere Entdeckung gemacht. Im Jahr 1951 wanderte der berühmte Forscher Eric Shipton durch die eisigen Hänge des Mount Everest, als er etwas entdeckte, das ihn fassungslos machte. Ein riesiger Fußabdruck, der in 19.000 Fuß Höhe im Schnee eingefroren war. Er war 13 Zoll lang und sah aus, als gehöre er zu einer Art riesigem Primaten. Aber in dieser Höhe, bei diesen eisigen Temperaturen, konnte kein bekanntes Tier überleben, geschweige denn einen so deutlichen Abdruck hinterlassen. Shipton erkannte, dass er etwas Unglaubliches gefunden hatte und machte ein Foto, wobei er seinen Eispickel zum Maßstab neben den Abdruck legte. Fußabdrücke in einer so großen Höhe waren einfach unerklärlich, so hoch über der Baumgrenze und so hoch über jeder menschlichen Besiedlung. Dieses Bild löste jahrzehntelange Debatten aus. War dies der Beweis für den legendären Yeti, das geheimnisvolle affenähnliche Wesen, das angeblich im Himalaya umherstreift? Einige hielten es für den bisher besten Beweis, während andere meinten, es könnte sich um eine verzerrte Bärenspur oder sogar um einen Schwindel handeln. Doch das Rätsel wurde nur noch größer, als Shipton der Spur folgte. Die Fußspuren führten weiter in den Schnee, und dann waren sie so plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht waren. Shipton hat nie gesehen, von wem sie stammten, aber seine Entdeckung löste eine weltweite Faszination für die Vorstellung aus, dass sich etwas Unbekanntes an den entlegensten Orten der Erde verstecken könnte. Doch das war nicht das letzte Mal, dass ein seltsamer Fußabdruck die Neugierde weckte. Spulen wir ins Jahr 2015 vor, und diesmal verlagert sich das Geheimnis von den eisigen Bergen des Everest in die dichten Wälder von Nord-Illinois. Ein Mann, der auf der Suche nach Pilzen war, stieß auf etwas, das er nicht erwartet hatte. Ein massiver Fußabdruck, der in den weichen Boden gedrückt war. Er war fast 1 Meter breit, und was ihn noch merkwürdiger machte, war, dass ein Teil des Abdrucks aussah, als sei er abgebissen worden. In der Nähe hatte sich ein weiterer Fußabdruck teilweise mit Wasser gefüllt, was die unheimliche Szene noch vergrößerte. Da der Mann nicht wusste, was er davon halten sollte, nahm er ein Video auf und stellte es ins Internet. Und ab da wurde es richtig interessant. Die Entdeckung löste eine hitzige Debatte aus. Einige Leute waren davon überzeugt, dass es sich um den Beweis für ein riesiges, unbekanntes Wesen handelte, während Skeptiker glaubten, es handele sich um einen weiteren Scherz. Der Rummel um die Fußabdrücke wurde so groß, dass sich sogar der History Channel einschaltete und dem Geheimnis noch mehr Aufmerksamkeit schenkte. Aber genau wie bei der Entdeckung von Shipton vor all den Jahren gab es keine eindeutige Antwort. Die Fußabdrücke blieben unerklärt. Und die Frage ist nach wie vor aktuell. Gibt es da draußen in der Wildnis Lebewesen, die sich jenseits dessen befinden, was wir kennen? Und ob sie es glauben oder nicht. Die Dinge sollten noch seltsamer werden. Im kalten Südwesten Sibiriens,
Im Jahr 2013 brachen 3 russische Studenten tief in der eisigen Wildnis Südsibiriens zu einem Abenteuer auf. Sie hatten keine Ahnung, dass sie Zeuge von etwas Schrecklichem werden sollten. Bei ihren Erkundungen entdeckten sie einen riesigen Schatten, der sich zwischen den Bäumen bewegte. Sie griffen zu ihren Handys und schossen ein paar verschwommene, aber unheimliche Fotos. Dann nahmen sie ihren Mut zusammen und folgten der Spur, bis sie nur noch 50 Fuß entfernt waren. Die Gestalt war riesig und beobachtete sie aus der Ferne. Doch bevor sie einen genaueren Blick darauf werfen konnten, verschwand sie im dichten Wald und hinterließ nur riesige Fußabdrücke und ein anhaltendes Gefühl der Angst. Einige glaubten, dass sie dem legendären Yeti begegnet waren, während andere glaubten, dass es sich um etwas noch Fremderes handeln könnte. Die Sichtung heizte die Spekulationen weiter an und fügte der Liste der bizarren Begegnungen auf der ganzen Welt ein weiteres Rätsel hinzu. Von den schneebedeckten Gipfeln des Everest über die dunklen Wälder Nordamerikas bis hin zu den unheimlichen Wäldern Englands, eines blieb immer gleich. Geschichten über eine mächtige, schwer fassbare Kreatur, die immer nur knapp außerhalb der Reichweite blieb. Aber hier liegt das eigentliche Geheimnis. Es geht nicht nur um die Sichtungen. Ob Sie nun an Bigfoot glauben oder glauben, dass das alles nur Quatsch ist. Eines müssen Sie akzeptieren. An abgelegenen Orten geschehen immer wieder seltsame Dinge. Und wenn Sie jemals allein in den Wäldern unterwegs sind, fragen Sie sich vielleicht, was Sie aus den Schatten beobachtet. Die Sibirien-Geschichte hat die Leute zum Reden gebracht. Aber sie war nicht das einzige Rätsel. Die seltsamen Sichtungen gehen weiter. In North Carolina fing eine tief im Wald aufgestellte Wildkamera etwas ebenso Unheimliches ein. Die Kamera machte ein verschwommenes Bild von einer großen, muskulösen Gestalt. Es sah nicht wie ein Tier aus, das die Menschen kennen. Als das Foto im Internet auftauchte, ging es hoch her. Einige Leute schworen, es sei Bigfoot. Andere hielten es für den Hundemenschen, eine furchterregende Kreatur, die angeblich in der Gegend umherstreift. Experten versuchten, das Bild klarer zu machen. Aber egal was sie taten, die Merkmale der Figur blieben unscharf. Die langen Arme und die seltsame Körperhaltung machten die Sache nur noch verwirrender. Einige dachten, es sei einfach ein Bär. Andere vermuteten, dass es ein großer Hund oder sogar ein Reh sein könnte. Aber keine dieser Vermutungen schien zuzutreffen. Da es keine wirkliche Antwort gab, wurde das Rätsel nur noch größer. Und dann, im Jahr 2021, kam es zu einer weiteren schockierenden Sichtung, diesmal in Michigan. Ein Mann war mit dem Kajak auf einem ruhigen Fluss unterwegs, als er etwas Riesiges entdeckte, das das Wasser überquerte. Er schnappte sich sein Handy und nahm ein Video auf. Als sich das Video im Internet verbreitete, drehten die Leute durch. War dies der Beweis, auf den Bigfoot-Gläubige gewartet hatten? Die Kreatur war groß und bewegte sich auf 2 Beinen wie ein Mensch, aber viel größer. Es verhielt sich nicht wie irgendein Tier in der Gegend. Die Art und Weise, wie es sich bewegte, sah zu echt aus, um gefälscht zu sein. Aber wie immer hatten die Skeptiker ihre Zweifel. Sie wiesen darauf hin, dass das Video verschwommen war. Genau wie so viele andere angebliche Bigfoot-Sichtungen. Einige dachten, es sei nur ein Mann im Anzug. Andere sagten, es sei wahrscheinlich ein Tier. Und die Leute sähen nur, was sie sehen wollten. Aber mit jeder neuen Sichtung wurde das Rätsel immer größer. Aus dieser Gegend des Landes gibt es eine Menge Bigfoot-Berichte, die bis in die 1800er Jahre zurückreichen. Ich habe persönlich mit 1 oder 2 Dutzend Menschen gesprochen, die in dieser Gegend Sasquatches gesehen haben. Ein Schatten im Vereinigten Königreich. Auf der anderen Seite des Ozeans, im Vereinigten Königreich, wurden die Dinge noch seltsamer. Ein Mann namens Woods lebte in einem Wald und genoss die Ruhe. Er hatte sich eine kleine Hütte gebaut und lebte monatelang friedlich in den Wäldern. Dan, eines Tages, änderte sich alles. Als Woods zu seinem Unterschlupf zurückkam, fand er ihn völlig zerstört vor. Zuerst dachte er, ein paar Kinder hätten ihn aus Spaß demoliert oder ein Tier hätte ihn umgeworfen. Auf der Suche nach Antworten überprüfte er das Bildmaterial seiner Überwachungskamera. Was er sah, ließ ihm den Magen umfallen. Eine riesige, schattenhafte Gestalt bewegte sich durch die Gegend. Es war kein Mensch, es war kein Tier, das er erkennen konnte. Und es riss durch seine Unterkunft, als wäre es nichts. Woods konnte es sich nicht erklären. Genau wie die anderen vor ihm hatte auch er etwas gesehen, das keinen Sinn ergab. Von Sibirien bis North Carolina, von Michigan bis Großbritannien. Immer wieder entdeckten Menschen Dinge, die nicht existieren sollten. Waren diese Kreaturen real?
Versteckten sie sich in den entlegensten Gegenden der Welt? Oder bildeten sich die Menschen nur etwas ein, weil ihr Verstand ihnen einen Streich spielte? Jedes Mal, wenn eine neue Sichtung stattfand, wurde die Geschichte nur noch größer. Und solange diese seltsamen Begegnungen stattfanden, suchten die Menschen weiter nach der Wahrheit. Mit der Kamera eingefangen. Zweimal schon hatte Woods etwas Seltsames im Wald gesehen. Eine große, schattenhafte Gestalt, die sich geschmeidig zwischen den Bäumen bewegte. Es bewegte sich nicht wie ein Tier, das er kannte. Sein erster Gedanke war, dass es sich um einen Wilderer oder einen Fotografen handeln könnte, der sich auf Privatgrundstücke schleicht. Aber nachdem er sich beim Landbesitzer erkundigt hatte und dieser bestätigte, dass niemand eine Genehmigung für den Aufenthalt dort hatte, wurde das Rätsel nur noch größer. Neugierig und ein wenig beunruhigt beschloss Woods, der Sache nachzugehen. Er richtete in demselben Gebiet einen falschen Campingplatz ein, in der Hoffnung, das Wesen anzulocken. Obwohl er selbst nichts sah, nahmen seine Kameras unheimliche Geräusche auf, die durch den Wald hallten. Geräusche, wie er sie noch nie zuvor gehört hatte. Und das war noch nicht alles. Woods hatte seltsame Zeichen gefunden. Abgebrochene Äste, tiefe Kratzer an den Baumstämmen und andere Hinweise deuteten darauf hin, dass sich etwas Großes in der Gegend herumtrieb. Als sich seine Entdeckungen herumsprachen, fragten sich die Leute, ob Woods wirklich auf Beweise für Bigfoot gestoßen war. Einige glaubten, die seltsamen Geräusche und Störungen seien der Beweis dafür, dass etwas Unbekanntes in den Wäldern lauerte, während andere skeptisch blieben. Als dann die Jagdsaison näher rückte und die Temperaturen sanken, häuften sich die seltsamen Vorkommnisse. Zu diesem Zeitpunkt erschütterte eine weitere schockierende Sichtung die Gemeinde. Einem geschickten Jäger, der viel Erfahrung im Aufspüren von Wildtieren hatte, gelang es, etwas Unglaubliches auf Video festzuhalten. Eine riesige, affenähnliche Kreatur, die sich durch die Bäume bewegte. Seine Größe, Form und Haltung passten zu keinem bekannten Tier in der Region. Verblüfft von dem, was er gesehen hatte, schickte er das Filmmaterial an Experten, die es genau analysierten. Ihr Urteil? Das Video wies keine Anzeichen einer Manipulation auf, was das Rätsel noch größer werden ließ. Die Aufnahmen des Jägers ließen die Menschen mit mehr Fragen als Antworten zurück. Waren diese Kreaturen der Beweis für etwas, das jahrhundertelang verborgen geblieben war und sich erst jetzt offenbarte? Oder handelte es sich nur um eine Verwechslung, um seltsame, aber erklärbare Tiere, die in der Wildnis lauerten? Dan, Ende 2021, erregte ein von einem YouTube-Kanal hochgeladenes Video die Aufmerksamkeit von Bigfoot-Enthusiasten weltweit. Gefilmt in den dichten Wäldern von Idaho, war dieses Material anders als die üblichen verschwommenen Clips. Diesmal waren die Details klar zu erkennen. Man konnte die Umrisse seines Körpers erkennen, die dichte Struktur seines Fells und wie massiv er wirklich war. Es war einer der deutlichsten Blicke auf Bigfoot, die jemals aufgezeichnet wurden. Dies sah aus wie der endgültige, unbestreitbare Beweis, nach dem die Menschen gesucht hatten. Aber es war nicht das einzige Filmmaterial. Bigfoot Knocked Camera. Am 12. Februar 2022 teilte ein YouTube-Nutzer namens Mr. Mann ein mysteriöses Video mit dem Titel Bigfoot Night Camera, das seither endlose Neugierde ausgelöst hat. Das mit einer Nachtsichtkamera aufgenommene Filmmaterial zeigt eine große, muskulöse Gestalt, die in der eisigen Dunkelheit stillsteht. Die Kreatur bewegt sich sanft, als ob sie ihre Umgebung beobachten würde, und verschwindet dann langsam in den Schatten des Waldes. Seine Bewegungen fühlten sich unglaublich natürlich an, zu glatt und realistisch, um einfach abgetan zu werden. Anders als viele frühere Bigfoot-Clips, die oft verschwommen oder inszeniert wirken, hatte dieser eine seltsam überzeugende Präsenz. Aber anstatt Fragen zu beantworten, ließ er die Zuschauer mit noch mehr Fragen zurück. War dies der echte Bigfoot? Oder war es nur eine geschickt inszenierte Illusion? Unabhängig von der Wahrheit hat dieses Video eine zeitlose Frage wieder aufgeworfen. Könnte sich etwas Unbekanntes immer noch in den unberührten Ecken unserer Welt verstecken? Was hat es mit Bigfoot auf sich, das die menschliche Vorstellungskraft immer wieder in Atem hält? Um diese Antwort zu finden, müssen wir in der Zeit zurückreisen. Und zwar ins Jahr 1967, als Roger Patterson und Robert Gimlin das filmten, was viele immer noch für das klarste Filmmaterial von Bigfoot halten, das je aufgenommen wurde. In einer ruhigen Gegend in der Nähe von Bluff Creek, Kalifornien, entdeckten die beiden Männer eine hoch aufragende, haarige Gestalt, die an einem Flussufer entlang ging. Roger sprang von seinem Pferd und begann zu filmen.
wobei er eine inzwischen ikonische Szene der Kreatur einfing, die selbstbewusst durch die Bäume schritt. An einer Stelle blickt die Kreatur sogar zurück in die Kamera. Ein eindringlicher Moment, der zum Gesicht der Bigfoot-Überlieferung geworden ist. Diese Figur, die den Spitznamen Patty trägt, ist das bekannteste und meist diskutierte Bild in der Geschichte der Legende. Aber die Faszination für Bigfoot geht noch weiter zurück. Eine der bekanntesten Geschichten ereignete sich im Jahr 1924 am Mount St. Helens. Eine Gruppe von Bergleuten, die auf der Suche nach Gold waren, meldete seltsame Geräusche in der Nähe ihrer Hütte. Und als sie hinaussahen, behaupteten sie, große, haarige Gestalten zu sehen, die sie aus dem Wald beobachteten. Während die ganze Wahrheit des Ereignisses ein Rätsel bleibt, ist ihre Geschichte, jetzt bekannt als der Ape Canyon Incident, zu einem Eckpfeiler der Bigfoot-Mythologie geworden. Und die Sichtungen hörten damit nicht auf. Im Jahr 2016 berichtete ein Mann aus Bailey, Colorado, von seinem erschreckenden Erlebnis. Spät in der Nacht hörte er Geräusche vor seinem Haus. Als er durch das Fenster schaute, sah er ein riesiges, behaartes Gesicht, das ihn anstarrte. Zuerst dachte er, es sei ein Bär, aber die Gesichtszüge wirkten anders. Als er mit einer Taschenlampe zurückkam, war die Kreatur verschwunden. Auch Gruppen von Wanderern haben von seltsamen Begegnungen berichtet. In einem Fall stand eine schattenhafte Gestalt so still, dass man sie für einen Baum hielt, bis sie sich bewegte. Diese Momente, die über Jahrzehnte und Kontinente verstreut sind, halten die Legende von Bigfoot am Leben. Jeder Zeuge, jedes seltsame Geräusch und jedes unscharfe Video fügt dem Puzzle ein neues Teil hinzu. Vielleicht ist Bigfoot real. Vielleicht ist er ein Symbol für die endlose Neugier der Menschheit und die Geheimnisse, die die Natur noch immer birgt. Und vielleicht ist das der wahre Zauber der Legende. Jede Sichtung erinnert uns daran, dass die Welt noch voller Geheimnisse ist, die darauf warten, entdeckt zu werden. Wenn Ihnen diese Reise ins Unbekannte gefallen hat, vergessen Sie nicht, diesen Artikel zu liken, zu abonnieren und das Glockensymbol zu drücken, damit Sie kein Abenteuer verpassen. Was denken Sie über Bigfoot? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.